Hi Leute, heute sind wir wieder unterwegs. Diesmal, wie ihr sehen könnt, sind wir in einem alten Schieferbruch und wollen uns ein paar alte Stollen ansehen, beziehungsweise es soll hier eine Uferlagerung geben. Ob wir das alles so finden und wie groß das ganze System ist, das seht ihr in diesem Video. So Leute, jetzt sind wir nochmal in die Anlage für die V2 Treibstoffanlage gegangen und jetzt hier praktisch zu dem Punkt bei den Sprengstoffkammern, den wir letztens nicht gegangen sind. Und hier sieht man im Prinzip die ganze Lagerstätte nochmal von den einzelnen Sprengstoff, den es damals so gab, um die Anlage hier aus dem Fels zu sprengen. Hier sieht man noch die Originalregale aus der Zeit. Hier noch eine Tür. Ja, und dann ging es hier im Prinzip noch weiter, die Gänge. Hier sieht man ja auch noch die altdeutsche Schrift. Hier an den Türen. Pulver und Sprengstoffe. Ja, Lagermenge, Bestand, das wurde dann hier praktisch angemalt, angeschrieben. Hier sieht man noch ein bisschen Schiefer. Ja, welche Sprengstoffe jetzt alle im Detail hier so benutzt wurden, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall spielte Salpetersäure auch immer eine große Rolle und auch Nitroglycerin. Ja, überall waren praktisch hier kleine Verschläge, kleine Tresore, wo die einzelnen Kapseln Sprengmittel gelagert wurden, je nachdem die aufgebaut waren. Es gab ja so Kapseln und Stangenform. Hier nochmal einzelne Zwischentüren. Da müssen wir aufpassen, dass es hier nicht abwärts geht. Hier oben sieht man noch den Schiefer. Also man hat hier praktisch nur eine Ziegelmauer reingesetzt, um die einzelnen Kammern voneinander zu trennen. Hier ist schon alles an der Tür vermodert. Hier ist auch irgendwie eine Schale abgestellt. Hier ging es jetzt praktisch wieder auf der einen Seite scheinbar den Berg raus. Ja, hier ist nur so ein Gittertor. Das man hier für die Belüftung wahrscheinlich. Dann konnte man hier rein.
So Leute, wir sind jetzt wieder in einem neuen Stollen, beziehungsweise wir haben jetzt einen neuen Stolleneingang gefunden zu der Uferlagerung, die wir uns angucken wollen. Auf welcher Sohle wir uns jetzt genau befinden, unklar, kann ich jetzt noch nicht sagen. Und hier unten sieht man jetzt mal noch die Bahnschwelle drin, sind halt nur verrottet, sieht man auch selten nach der ganzen Zeit. Meistens haben sie die auch direkt mit entfernt. Ja, und jetzt gehen wir einfach mal weiter. Da vorne geht es noch auf jeden Fall sehr lange geradeaus, wo wir da rauskommen, beziehungsweise was wir noch so finden. So, wir sind jetzt hier praktisch direkt jetzt nach dem Stolleneingang, haben wir die erste größere Halle und ja, haben jetzt hier so eine Art größeres Abwasserrohr. Ob es jetzt wirklich ein Abwasserrohr war oder es ist auf jeden Fall, kam was von oben. Könnte auch hier irgendwas in der Sohle gewesen sein, was sie hier schon verarbeitet haben. Kann ich gar nicht genau sagen. Und hier unten noch eine Menge Abraum. Hier geht es richtig tief rein. Tja, was es jetzt genau gewesen ist, beziehungsweise welche Aufgabe hier letztendlich erfüllt wurde. So, hier habt ihr nochmal das Portal. Wir sind jetzt praktisch hier. Hinten ist das Mundloch, der Stolleneingang. Und vielleicht keine 50 Meter kommt jetzt hier praktisch dieses Portal. Oben jetzt nochmal diese, wahrscheinlich auch für die Belüftung. Mehrere Rohre verbaut, die jetzt hier durch die komplette Anlage gehen. Da hinten sieht man es auch schon. Das sind jetzt ziemlich hohe Hallen. Das ist krass. So Leute, jetzt sind wir hier in einer riesigen Halle, wo auch schon einiges verbrochen ist, aber das sind solche Dimensionen, die man jetzt gar nicht hier widerspiegeln kann. Gucken, ob wir jetzt gleich noch ein paar Aufnahmen machen können, wo man das ein bisschen verdeutlicht. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Riesige Hallen. So, jetzt sind wir, glaube ich, in den Stollen, in dem wir eigentlich wollten. Und zwar geht es jetzt hier zu diesen Werkshallen mit den Torpedonetzen zum Beispiel. Gibt es auch noch ein Stück, wo man dann noch ein bisschen umklettern muss, weil das schon so weit verbrochen ist.
jetzt hier weiter. Und jetzt müssen wir hier rum. So. Das ist der richtige Weg. Und hier geht's hoch. Na, wie sieht's aus da oben? Spitze. Ja? Ja. So, wir sind jetzt praktisch von da unten, wo der Pfeil zu sehen ist, sind wir jetzt mit so einem Seil nach oben geklettert. Und hier ist praktisch eine der großen Werkshallen, damals für das Aggregat 4, für die Antriebe. Da sieht man noch die Torpedofangnetze. Hier die ganzen Konstrukte, die ganzen Plattformen, die hier umgefallen sind, die wurden damals von den Russen gesprengt. Da sieht man auch noch diese Torpedonetze, damit praktisch nichts von der Seite runterfallen kann, von den Mauern. Ganz da hinten hängt sogar noch eins an der Wand. Das gucken wir uns jetzt gleich mal alles so von unten noch ein bisschen an. So, hier sind wir jetzt mal ein bisschen näher dran an so einem Torpedonetz. Das hing halt alles mal an der Wand als Deckenabsicherung und Seitenabsicherung, damit kein Geröll hier nach unten fällt und womöglich dem laufenden Betrieb dann irgendwie schädigt. Hier seht ihr von der Seite nochmal die ganze Anlage, so ein Teil davon. Wie gesagt, es wurde alles von den Russen gesprengt. Ja, ich versuche jetzt mal ein bisschen nach unten zu kommen. Ich muss ein bisschen aufpassen hier. Ich muss gucken, wo man hier hinläuft. So, jetzt bin ich hier im Zentrum von der Anlage. Hier die ganzen Stahlträger von dem Gerüst. Das wird wahrscheinlich eine Plattform gewesen sein, wo irgendwelche Aufhängungen gewesen sind oder als zusätzliche Absicherung für die Decke, kann auch sein. So eine Art Schalenwerk, was noch gebaut wurde. Einfach um den maximalen Schutz jetzt hier von der Anlage zu gewährleisten. Und hier waren auch riesige Pfeiler drin, Betonpfeiler, die jetzt alle halt gesprengt wurden. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich krieg gar nicht so die Decke hin, die hier filmerisch aufzunehmen. Ja, krass. Hier ist nochmal so eine Riesenhalle. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gut drauf kriege, weil es eine Riesenhalle wieder ist. Mit so einem Becken hier unten ausgeschachtet wurde. Und hier halt eine Riesenhalle, aber ich kann es jetzt sehr, sehr schwer darstellen.
So Leute, wie ihr sehen könnt, wir sind jetzt am Mundloch, am Ausgang und ja, haben jetzt die Anlage soweit erkundet. Es gibt noch mehr zu sehen, es gibt noch mehr Stolleneingänge, aber das schafft man nicht an einem Wochenende oder ein paar Tagen. Da muss man schon mehr Zeit investieren. Aber wir hoffen, euch hat das Video gefallen und bleibt dabei.